Schönen Sonntag, ihr Lieben. Guten Morgen. Schauen wir, was der Tag so an Infos mitbringt. Heute Mittag habe ich mir überlegt, 15 Uhr, Sonntagsgoodie. Ich kann das wahrscheinlich in diesem Maß, wie ich es bisher gemacht habe, nicht mehr machen, weil es kriegt zu wenig Aufrufe und dass ich da stundenlang sitze. Und es ist eigentlich für die Katz, deshalb werde ich mir das ein bisschen anders überlegen. Ich bin noch nicht ganz durch bei meinen Überlegungen, aber ich denke, ich mache dann eine Legung. Dieses Mal mache ich den Brief von deinem Leben. Da nehme ich praktisch so eine Perspektive ein, wo das Leben mit dir spricht oder mit uns. Und dann schauen wir mal. Die Legung ist bei vielen sehr beliebt, weil sie oftmals auch sehr rührend ist oder weil sie Dinge aufzeigt, an die wir gerade im Moment nicht denken oder wo es ein bisschen tiefgründiger zu gucken gilt. Ansonsten habe ich nichts zu berichten. Na. Ja, ein Tag, wo uns vielleicht die Muse mal wieder etwas küsst. Es geht um das 12. Haus, ein Haus des Elementes Wasser. Es geht um Emotionen, Spiritualität, Verborgenes. Und es geht am Ende auch ein bisschen um die Wassersternzeichen. Fische, Krebs und Skorpion. Oh je, oh je, oh je. Ja, wenn ich jetzt Wasser höre und ich kriege hier die Karte Floh, dann zeigt sich vielleicht etwas Aufgestautes, etwas, das jetzt entknüllt ist, entwirrt sozusagen und wieder zum Fließen kommt. Ich stricke ja ab und zu und ich habe so ein bisschen eine Macke, dass ich manchmal, wenn ich so einen großen Knäuel habe, dann stricke ich zweierlei Dinge mit einem Faden, der von vorne rauskommt und von hinten, weil ich die Farbe eben zweimal brauche. Und wie oft habe ich dann schon einen riesen Wulst gehabt an Fäden und diese auseinander zu friemeln, das dauert ewig und ich bin dann immer kurz davor, die Schere zu nehmen. Aber ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn der Knoten oder das Knotengewulst dann mal weg ist. Und immer sage ich mache das nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Und immer wieder mache ich es doch. Und hier scheint ein emotionaler Knoten zu platzen. Etwas, was vielleicht auch gestockt hat, wo wir, ich sag mal, uns eingeengt haben oder bewegungslos waren oder uns beschränkt gefühlt haben in irgendetwas. Und vielleicht auch so diese Starre oder Steifheit, die man manchmal hat, wenn man sich so nicht im Flow fühlt, dann ist es ja auch ein Zustand, in dem man relativ unflexibel ist, auch was die geistige Beweglichkeit anbelangt. Ja, und hier kommt etwas in den Fluss, das uns so schicksalshafte Auszeit gönnt, wo wir eben den Fluss des Lebens spüren, wo wir uns getragen drin fühlen und ja, wo diese starre, steife, die uns einengt, nicht vorhanden ist oder nicht so wahrnehmbar. Wir haben hier das Thema Wachstum. Das wundert mich jetzt gar nicht, denn ich glaube, hier hat man auch mega was gelernt. Man hat Verborgenes nach oben kommen lassen. Und mit den Pilzen kriegen wir hier folgende Botschaft. Dass tatsächlich Dinge, die unter der Oberfläche gewachsen sind, jetzt zum Tragen kommen. Es geht hier um schnelles Wachstum, also das, was hier so nicht geflossen hat, wo gestockt oder so ein Gefühlsstau auch war. Da kommt jetzt eine Schnelligkeit und ein vielleicht auch überwältigendes Gefühl, weil
es so magisch ist, dass sich das so ausbreitet und uns wieder in eine schöne Zeit reinfließen lässt. Möglicherweise begegnet man hier auch in der nächsten Zeit irgendwie einem Geistführer oder jemand sehr Spirituelle, mit dem man einen Weg gemeinsam geht. Und es geht hier auch sehr viel spirituelles Wachstum wieder. Ne? Man lernt aus den Erfahrungen, man hat etwas geschafft, man hat eine Grundlage sozusagen. Und es geht natürlich um die Reise des eigenen Lebens. Und es geht auch darum, dass nur wenn man etwas nicht sieht, gleich im Moment, dass es da nicht da ist. Und ich glaube, das ist der Prozess, den wir hier gelernt haben, dass man eben Dinge, die manchmal auch noch im Verborgenen für uns sind, gedeihen lassen kann. Die Pilze sind irgendwo auch Überlebenskünstler. Ja? Und es wird mit den Pilzen einfach eine Phase des rasanten spirituellen und auch materiellen Wachstums angezeigt. Es kann hier wirklich etwas in Fahrt kommen mit einem ja, ganz schicksalshaften Einfluss und mit einer Wende, die man so nicht gedacht hätte, natürlich zum Positiven. Mit der Hängematte kriegen wir halt auch angezeigt, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo wir uns vielleicht zu stark unter Druck setzen oder zu viel von uns verlangen oder nur gedankenlastig sind und das Unterbewusstsein nicht gut wahrnehmen können. Und die Karten hier möchten, dass wir glücklich sind. Ja? Wir haben Zwillinge mit dabei. Könnte hier Sternzeichen Zwillinge eine Rolle mitspielen. Wir haben das Element Feuer, also für was brennt man wieder wirklich. Das Feuer löscht auch das Wasser irgendwo, ne? Quatsch, das Wasser löscht das Feuer und bringt irgendwie so einen Ausgleich, wo man einfach spürt, vielleicht war ich eine Zeit lang nicht glücklich oder irgendwie habe ich halt mein Leben so abgelebt. Aber hier geht es wirklich darum, im Vertrauen zu bleiben und auf Glücklichsein zu bauen. Zweimal Feuer, ne? Hier darf man sich schon auch wieder überlegen, für was brennt man denn. Und wir haben unten hier noch, das ist sehr speziell, aber auch wieder sehr passend, Spiritualität und Verborgenes, ne? Und hier kommt das Fallen, ne? Ein Moment der Chance, ein Schritt in das, was man noch nicht kennt. Und es geht hier darum, die Lektion zu erkennen. Ne? Und ich glaube, dass die Lektion tatsächlich die ist, nur weil man Dinge nicht sieht oder vielleicht gleich sehen kann, dass sie nicht da sind. Ne? Das beste Beispiel ist ja zum Beispiel, wenn ihr im Sommer irgendwelche Sachen aussät, unter die Erde und ihr beobachtet es dann, wie das dann rausdringt und so. Also keiner würde vielleicht vermuten, dass in dieser Erde Samen drin sind und ein paar Monate später stehen die Dinge in ihrer ganzen Pracht. Und hier darf man auch schon vertrauen, dass man gerade in einem Lernprozess ist und dass man manchmal den Segen hinter einer Situation erkennen kann, eventuell auch erst viel später. Ne? Spannend und wahr. Hier kann man auch von Freunden lernen. Möglicherweise geht es um Wachstumsprozesse, auch die wir mit anderen zusammen verbringen. Ne? Es zeigen sich hier Menschen, die eine ähnliche Resonanz haben oder die gleiche Lektion lernen und wo man gemeinsam irgendwie sich auf die Schulter klopft und sagt, hier, das haben wir uns zusammengewandelt, hier können wir mal wieder richtig glücklich sein oder Gott sei Dank ist das und das so und so gelaufen. Also man versteht es im Nachhinein, warum, und es fühlt sich gut an. Ne? Für einen oder anderen machen sich hier auch Menschen auf den Weg, die sie noch nicht kennen, aber mit denen sie den gleichen Aspekt irgendwie des Lebens
bearbeiten oder erleben. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag und 15 Uhr, denkt da dran, der Brief von deinem Leben fürs Kollektiv. Ich drücke euch, bis bald.